Hallo und herzlich willkommen auf unserer YouTube-Seite Goal-Based Investments. Mein Name ist Michael und ich möchte euch in den nächsten Minuten mehr über unseren Robo-Advisor erzählen, wieso wir ihn gebaut haben, was wir also damit bezwecken, was uns von anderen Robo-Advisoren unterscheidet und sicherlich am wichtigsten auch, wie ihr die Plattform selbst am besten für euch verwenden könnt. Ich hoffe, ihr findet es interessant und bleibt dabei. Legen wir los. Nun kommen wir zur ersten und gleich wichtigsten Frage: Wieso ein weiterer Robo-Advisor? Das ist richtig. In der Schweiz gibt es schon seit vielen Jahren Robo-Advisor. Ich glaube in den USA schon fast seit 10 Jahren. Alle diese Robo-Advisor haben aber eine Sache sicherlich nicht ändern können, nämlich die Art und Weise, wie Vermögen ungleich in unserer Gesellschaft aufgebaut werden kann. Wir sehen das in den Statistiken. Die Ungleichheit in der Vermögensbildung wird jedes Jahr aufs Neue größer und größer. Und wir glauben, dass genau diese Ungleichheit nicht nur im Zusammenhang mit der Altersvorsorge eine immer kritischere Rolle in unserer Gesellschaft spielen wird. Und wir glauben, dass wir definitiv einen Grund haben, uns darum zu sorgen und Alternativen aufzuzeigen. Nun, die Frage, die natürlich im Anschluss gestellt wird: Wieso ist das der Fall? Wieso können Robo-Advisor das nicht ändern? Und die Antwort hier ist eigentlich relativ einfach, vielleicht für manche erstaunlich, aber weil die Prinzipien der heutigen Robo-Advisor nicht viel anders sind als die Prinzipien der klassischen Vermögensverwaltung. Okay, vielleicht etwas billiger, vielleicht etwas flashigere Farben und alle sind per Du, aber die Grundprinzipien sind die gleichen. Und welche sind die? Erstens einmal das erste Prinzip, dass eine Prozentualgebühr gecharged wird. Das bedeutet, wenn ihr euer Geld zu einem Robo-Advisor bringt, wird am Ende eine Prozentualgebühr von eurem Vermögen für diesen Service abgebucht werden. Das sind Opportunitätskosten und diese Opportunitätskosten machen über die Jahre akkumuliert einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn es um die Vermögensbildung geht. Das ist einmal der erste Grund, weil ihr werdet immer eine fixe Prozentualgebühr bezahlen, egal ob der Markt nach oben oder nach unten geht. Der zweite Grund, und das ist eigentlich der vielleicht erstaunlichste Grund, ist jener, dass wir nämlich sehen, dass die Robo-Advisor weniger Verwaltungsgebühr verlangen, je mehr Geld man eigentlich zum Robo-Advisor bringt. Habt ihr so richtig gehört? Wenn jemand gerade anfängt, sein Geld anzulegen, zahlt er eine höhere Gebühr und hat also nach Gebühren eine tiefere Rendite als jemand, der zum Beispiel schon sehr viel Geld hat. Nun, rein mathematisch sollte es klar sein, dass das für die Vermögensungleichheit eine wesentliche Rolle spielt, weil natürlich für die Leute, die gerade anfangen, aus ihrem Einkommen Vermögen zu bilden, weniger übrig bleibt. Das Ganze wird aber noch einmal verschärft durch ein drittes Prinzip, das wiederum alle Robo-Advisor 1:1 übernommen haben, nämlich, dass die Gebühr, die verrechnet wird, gleich ist, unabhängig vom Risikoprofil, das man als Investorin oder als Investor eigentlich hat. Nun, was heißt das konkret? Wenn jemand zum Beispiel gerade anfängt zu investieren und nicht sehr viel Risiko nehmen kann, weil er vielleicht zu wenig Erfahrung hat oder vielleicht zu wenig Ersparnisse oder vielleicht weil sein Einkommen zu volatil ist, dann wird dieselbe Gebühr verlangt wie für jemanden, der vielleicht durch seine persönlichen Umstände mehr Risiko nehmen kann. In der Regel, weil er schon mehr Vermögen hat. Und alle diese drei Sachen gemeinsam machen es eben so schwer, wenn schon fast nicht unmöglich, für Neuinvestoren wirklich Geld aufzubauen. Und wir glauben, dass wir das ändern müssen. Und wir können es nur ändern, indem wir den Leuten helfen, selbst ihr Vermögen zu verwalten, ohne für jemanden Gebühren zu bezahlen. Und deshalb haben wir Goal-Based Investments kreiert. Kommen wir zur Frage, wieso zielbasiert investieren und nicht einfach langfristig investieren. Wäre auch möglich, oder? Und würde die Plattform vielleicht anders heißen? Nein, es gibt natürlich einen Grund und das ist die Verhaltensforschung. Wir wissen aus der Verhaltensforschung, dass die natürlichste Art für uns Menschen, Geld anzulegen, eigentlich jene ist, wo es um Ziele geht. Und wir haben alle als Kinder schon diese Erfahrung gemacht mit dem Sparen. Wir sparen für ein neues Velo oder ein neues Trikot oder später eine Reise oder ein Auto. Das Ziel spielt eine Rolle und der Nutzen dieses Ziels spielt eine Rolle in unserem Befinden, wie wir mit Geld umgehen. Und deshalb ermöglicht zielorientiertes Investieren eine bessere Erfahrung, einen besseren Umgang mit seinem Investment und allem, was man damit verbindet. Es gibt natürlich auch einen zweiten Grund und der ist etwas subtiler, etwas komplexer, aber nichtsdestotrotz
genauso wichtig. Und der ist jener, dass wir, wenn wir zielorientiert investieren, auch eine Strategie vornehmen können, die dem Ziel entspricht. Was heißt das konkret? Jeder kann sich natürlich vorstellen, dass das Investieren für das dritte Auto vielleicht ein unterschiedliches Risiko erlaubt als das Investieren für die Altersvorsorge. Das Investieren, um ein Haus zu kaufen, hat andere Charakteristika, als wenn man ein Haus hat und seine Hypothek zurückzahlen möchte. Zielorientiertes Investieren ermöglicht genau diese Differenzierung. Das bedeutet, wir können wirklich eine Art maßgeschneiderte Lösung anbieten, die sich von Ziel zu Ziel unterscheidet. Das ist natürlich aufwendig, kostet mehr Rechenleistung und verbraucht auch mehr Daten, aber mit der heutigen Technologie können wir das natürlich problemlos umsetzen. Und das können wir nur dann machen, wenn es eben zielorientiert ist. Und deshalb heißt die Plattform auch Goal-Based Investments und nicht einfach Long-Term Investments. Nun, wir bekommen oft die Frage, heißt es, dass man jetzt uns das Geld überweist und wir managen es für euch? Nein, das heißt es nicht. Die Plattform hat ein wirkliches Prinzip und das ist, jede und jeder soll das Geld selbst verwalten. Genau, ihr müsst lernen, das Geld selbst zu verwalten, was euch gehört. Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger anfangen, ihr Geld selbst zu verwalten, können sie alle diese Interessenskonflikte, die es sonst in der Vermögensverwaltungsindustrie gibt, auflösen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt unserer Plattform. Bevor wir zum Ende kommen, was sind die nächsten Schritte? Wir empfehlen euch allen, besucht einmal unsere Plattform und spielt euch einmal herum. Es gibt unterschiedliche Erklärvideos dazu, Video A, B und C. Ihr findet sie auch hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich weiß, es sind lange Videos, 10 Minuten oder länger, aber es sind gute Gebrauchsanweisungen. Ich garantiere euch, wenn ihr euch alles angeschaut habt, versteht ihr schon viel besser, was alles möglich ist mit unserer Plattform. Von daher meine wärmste Empfehlung, investiert diese Zeit. Es ist gut investierte Zeit. Schaut euch diese Videos an, dann versteht ihr gleich viel mehr. Wenn ihr dann unsere Plattform verwenden wollt, dann bitte tut dies. Es gibt 3 Bereiche. Ein Bereich, der in etwa fast 70% aller Möglichkeiten abdeckt, ist gratis. Ihr könnt euch also im Bereich A, wo es darum geht, ein Sicherheitsnetz für die Familie abzuleiten oder zum Beispiel Investitionen für einen Hauskauf, das ist alles frei zugänglich. Verwendet das, spielt euch damit herum. Die anderen 2 Bereiche sind kostenpflichtig, wenn es darum geht, eine Hypothek zum Beispiel abzubezahlen oder seine Vorsorge zu planen. Das sind alles Prozesse, die rechenaufwendiger sind, weil sie einen größeren Zeithorizont umfassen. Ihr könnt das auch verwenden, natürlich, aber eben diese Bereiche sind kostenpflichtig. Außer es gibt von uns eine Promotion, dass es gratis für eine gewisse Zeit freigeschaltet wird. Last but not least, ich bitte euch, wenn ihr am Ende des Prozesses seid, das heißt, ihr habt erfolgreich eure Strategie abgeleitet und alles ist in grün, vergisst nicht, das Investment-PDF downzuladen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil in diesem Investment-PDF gibt es konkrete Anleitungen, wie ihr die Investitionen implementieren sollt. Das heißt, auf einer Seite seht ihr dann, welche ETFs, das heißt, welche Investitionsprodukte, an welcher Börse, mit welcher Währung, Währung ganz wichtig, zu welcher Stückzahl und in etwa zu welchem Preis von euch gehandelt werden sollten. Das heißt, ihr habt sehr konkrete Anweisungen, wie ihr eigentlich eure Investition umsetzt. Von daher bitte ich euch, macht diesen Download, vergisst es nicht zu tun. Wenn ihr auf den Download-Button drückt, bekommt ihr auch das Ganze als E-Mail zugeschickt. Das heißt, ihr habt das doppelt und damit habt ihr eigentlich alles, mit dem ihr anfangen könnt, euer Geld selbst zu verwalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, subscribt zu unserem YouTube-Channel, liked dieses Video, schreibt uns Kommentare, auch wenn euch etwas nicht gefällt. Wir freuen uns über jedes Feedback und wir sehen uns beim nächsten Video, wo wir etwas mehr Insights in unser Tool euch gewähren werden. Bis zum nächsten Mal, habe die Ehre und auf Wiedersehen. Tschüss.